Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy. In diesem Video zeige ich dir, wie wir Contao 4 mit Hilfe des Contao Managers auf einem Server installieren. Zunächst einmal gehst du auf contao.org und hier in den Download-Bereich. Im Download-Bereich findest du den Bereich Contao Manager und wir klicken hier auf Download. Wenn der Download dann abgeschlossen ist, dann müssen wir diesen Contao Manager auf unseren Server übertragen. Dazu können wir ein FTP-Programm verwenden, wie zum Beispiel den FileZilla. Ich öffne den FileZilla und wir haben hier jetzt eben unsere soeben heruntergeladene Datei, und zwar den contao-manager.var. Bevor du jetzt den Contao Manager direkt auf deinen Server überträgst, müssen wir eine bestimmte Ordnerstruktur einhalten. Jede Contao-Installation sollte einen eigenen Ordner haben und darin muss eine bestimmte Struktur eingehalten werden. Ich lege also jetzt auf dem Server einen neuen Ordner an. Ich nenne den jetzt zum Beispiel CTO45 für Contao 4.5. Anschließend gehe ich nochmal in diesen Ordner und lege einen weiteren Ordner mit dem Namen Web an. Ganz wichtig, du musst genau das so machen, sonst funktioniert Contao nicht. Ganz wichtig, Contao möchte unbedingt einen Unterordner Web haben und in diesen Ordner legst du dann den Contao Manager. Damit die Übertragung jetzt fehlerfrei funktioniert, müssen wir zunächst noch den Übertragungsmodus auf binär umstellen. Dazu gehe ich zum Beispiel im FileZilla auf die Einstellungen und ich kann hier in den Einstellungen unter dem Bereich FTP-Datentypen den Übertragungstyp auf binär umstellen. Wenn ich das erledigt habe, dann starten wir die Übertragung auf den Server, indem ich die Datei jetzt eben in unser angelegtes Webverzeichnis kopiere. Wenn die Übertragung dann abgeschlossen ist, kommt ein nächster wichtiger Schritt. Ich benenne jetzt die Datei auf dem Server um und zwar ergänze ich die Endung .php. Ganz wichtig, du solltest das auf jeden Fall erst auf dem Server machen, da es sonst bei der Übertragung zu Problemen kommen kann. Wenn du jetzt die Datei umbenannt hast, dann bist du auf deinem FTP-Server zunächst einmal fertig. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt unsere Domain richtig konfigurieren. Und zwar müssen wir jetzt unseren Dokumentroot auf dieses Webverzeichnis ändern. Ich gehe dazu jetzt einmal auf meinen Server und gehe hier in das Backend meines Anbieters. Bei meinem Hoster ist es jetzt so, dass ich hier eben in den Einstellungen sagen kann, diese Domain oder diese Subdomain hat das Zielverzeichnis schräger eben das Verzeichnis, das wir gerade angelegt haben, CTO45 oder eben dein Name und dann ganz wichtig, schräger Web. Das sieht bei anderen Hostern eben anders aus. Wichtig ist, dass du diese Einstellung eben genauso machst. Damit wir Contao jetzt korrekt installieren können, benötigen wir natürlich zusätzlich noch eine Datenbank. Auch das ist bei jedem Hoster anders. Bitte denke daran, dass du eine eigene Datenbank anlegst, wo nur Contao enthalten ist. Wenn ich hier zum Beispiel bei All-Inkle bin, dann ist das ganz einfach. Ich gehe hier auf Datenbanken, sage neue Datenbank anlegen und ich marke mir einfach die Zugangsdaten. Wenn wir dann alles haben, dann können wir in unseren Browser gehen und die Installationsroutine starten. Dazu gehe ich auf die soeben angelegte Domain. In dem Fall wäre das http:// und dann eben cto45.contao-academy.de. Hier muss eben deine Domain rein und dann schräger contao-manager.var.php. Wenn du alles korrekt eingerichtet hast und korrekt abgelegt hast, dann kommt jetzt der Willkommensbildschirm des Contao Managers. Im ersten Schritt müssen wir ein Benutzerkonto für den Contao Manager anlegen. Dieses Benutzerkonto hat keinen Zusammenhang mit dem Backend-User des Contaos. Also wichtig, der Contao Manager hat eine eigene Benutzerverwaltung, die unabhängig ist von der Contao Benutzerverwaltung. Wichtig ist nur, dass du dir diesen Benutzer exakt merkst, denn damit kannst du deine Contao-Installation später auch verwalten. Der Benutzer für den Contao Manager wird dann wieder benötigt, wenn du eben Updates installieren möchtest oder neue Erweiterungen. Wir geben jetzt einen Benutzernamen an, dieser ist frei wählbar und wir klicken auf Benutzerkonto erstellen. Im ersten Schritt kommt die Systemprüfung und wir sehen hier schon, es wird eine PHP-Version geprüft. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Contao 4.5 keine PHP-Versionen unterhalb von 7.1 unterstützt. Also solltest du auf jeden Fall mindestens 7.1 verwenden. Anschließend müssen wir die Serverkonfiguration einstellen. Dazu klicken wir auf den Button Konfigurieren und wählen dann das Hosting aus, das wir hier verwenden. In meinem Fall wurde das automatisch erkannt, aber du kannst hier, wenn das nicht automatisch erkannt wird, auch eben dein entsprechendes Hosting auswählen. Oder wenn gar nichts erkannt wird, dann kannst du hier auf Andere gehen und hier deine eigene Konfiguration hinterlegen. Die eigene Konfiguration bedeutet, du musst den Pfad der PHP-Datei angeben, so dass PHP korrekt ausgeführt werden kann. Mein Hosting wurde jetzt korrekt erkannt. Als nächstes kannst du entscheiden, ob du den
Composer Cloud Resolver nutzen möchtest. Ich empfehle dir, lass die Einstellung hier einfach auf Default. Es gibt bestimmte Spezialfälle, wo du das deaktivieren kannst, aber in der Regel lass das einfach auf der Einstellung aktiv. Du klickst auf Speichern und es startet sich nochmal die Systemprüfung und wenn alles in Ordnung ist, dann bekommst du hier keinerlei Fehler und alles ist in Ordnung. Nun können wir auf Einrichtung klicken. Wir können nun die Version von Contao auswählen. Es steht immer die aktuellste Version zur Verfügung, im Moment die Contao 4.5 und hier unten die Long-Term Support Version, im Moment die Contao 4.4. Ich installiere jetzt die aktuellste Version und klicke einfach auf Contao installieren. Nun beginnt die Installation von Contao und das Ganze kann je nach Serverauslastung und nach Internetverbindung zwischen 5 und 15 Minuten dauern. Damit du siehst, was passiert, kannst du hier rechts oben auf dieses Icon klicken. Es öffnet sich die Konsole und du kannst die einzelnen Fortschritte beobachten. Wichtig, hab hier etwas Geduld, das Ganze kann ein paar Minuten, wie gesagt, dauern. Hol dir am besten einen Kaffee und schau dann, ob die Installation erfolgreich durchgelaufen ist. Ich werde jetzt diesen Schritt einfach in diesem Video vorspulen. Wenn die Installation dann erfolgreich abgeschlossen ist, dann bekommen wir hier die Meldung Console Task Complete und wir müssen nun die Datenbank konfigurieren. Dazu klicken wir auf Datenbank aktualisieren und es öffnet sich das Install-Tool. Du erreichst das Install-Tool auch manuell über /Contao/Install und nun müssen wir die Lizenz akzeptieren. Ich klicke auf Lizenz akzeptieren und wir müssen nun ein Install-Passwort vergeben. Das Passwort steht wiederum in keinem Zusammenhang mit dem Contao Manager oder dem Backend-User von Contao. Ich empfehle dir, verwende für das Install-Tool am besten den gleichen Benutzer wie für den Contao Manager, da das in der Regel die gleichen Tätigkeiten sind. Das Install-Tool benötigst du immer dann, wenn du Contao installierst, wenn du ein Update von Contao machst oder wenn du eine Erweiterung installierst und hier eben Datenbank-Updates nötig sind. Vergib also hier jetzt ein Passwort und notiere dir das. Anschließend klicken wir auf Passwort speichern. Wir befinden uns nun im Install-Tool und müssen die Datenbankverbindung angeben. Dazu verwenden wir die eben angelegte Datenbank. Die Zugangsdaten solltest du bereits haben. Wir tragen also jetzt die Zugangsdaten ein. Wenn wir dann alle Daten korrekt hinterlegt haben, klicken wir auf Einstellungen speichern. Im nächsten Schritt müssen wir dann die Datenbank aktualisieren. Es werden eben jetzt die Tabellen in unserer frischen Datenbank angelegt, die eben Contao benötigt. Wir klicken dazu auf Datenbank aktualisieren und im Hintergrund werden jetzt die nötigen Tabellen angelegt. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, dann sehen wir hier oben, dass eben die Datenbank aktuell ist und alles in Ordnung ist. Als letztes müssen wir jetzt noch einen Admin-User angeben. Dieser User ist dazu nötig, um uns dann eben später im Contao Backend anzumelden und diesen User kannst du hier eben jetzt eintragen. Wenn du deine Benutzerdaten hinterlegt hast, dann einmal auf Administratorkonto anlegen klicken und du hättest die Installation von Contao abgeschlossen. Als letztes gehst du noch einmal zurück zum Contao Manager, klickst hier einmal auf Bestätigen und Schließen, damit auch hier alle Meldungen auf OK sind und wir können uns jetzt im Backend von Contao anmelden. Dazu gehen wir noch einmal hier in das Install-Tool und klicken hier auf Contao Backend oder du rufst eben selbst das Backend auf, indem du hier oben auf /Contao gehst und du kommst in Backend von Contao. Natürlich müssen wir hier jetzt unseren Usernamen angeben und wir sehen, wir haben jetzt eine frisch installierte Contao 4.5 Version. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du Fragen hast, schreib mir in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mehr über Contao 4 erfahren möchtest, dann besuche doch meine Webseite unter contao-academy.de/Contao 4 und trag deine E-Mail-Adresse ein und ich werde dich regelmäßig über Contao 4 und neue Videos informieren.